Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Play. In diesem Video schauen wir uns den deutschen Zerstörer Z42 doch mal genauer an und wie immer findet ihr die zugehörige Kapitänsskillung im entsprechenden How to Build Video. Zu Beginn schauen wir uns erstmal die gegnerischen Schiffe an. Wir haben 3 DDs, 3 Cruiser, 5 Schlachtschiffe und einen Flugzeugträger. Wichtig ist, gerade als Set-Spieler, schaut euch die Schiffe im Detail auch nochmal an. Was kann euch gefährlich werden? Ihr seid eigentlich mit der Z ein Cap-Contester, versucht also aktiv um die Caps zu spielen und da ist alles, was Radar und Hydro im Gegnerteam hat oder euch spotten kann, euer größter Gegner. In dem Fall ist es die Hoffmann, die ist neu im Spiel, die hat Hydro, deutsches Hydro 6 Kilometer. Ihr habt kein Radar, das ist auf jeden Fall sehr gut. Ihr habt einen Carrier, da müsst ihr ein bisschen aufpassen wegen Spotting. Das kann ich immer einen Strich durch die Rechnung machen, weil er euch früh spotten kann. In dem Fall war es jetzt so, die Malta hat einen Fighter bei mir gesetzt. Das heißt, ich musste mit der Flak reagieren. Kommt jetzt wieder sehr, sehr unangenehm. Durchkreuzt so ein bisschen meinen Plan, früh im B-Cap zu sein und mit Hydro hier Impact zu generieren. Sehr, sehr belastend. Torps kann ich aber in dem Fall gut dodgen und hier hilft euch eine Sache, die bei der Z42 sehr, sehr nice ist. Ihr habt den kurzen englischen Smoke. Der erleichtert euch das Gameplay ums Cap um einiges, da ihr aggressiver spielen könnt. Weil ihr früher einen Smoke ready habt, ihr habt einen kurzen Smoke, ihr könnt damit in bessere Positionen fahren, anders als zum Beispiel bei der Z52. Das ist so, dass der Smoke eine sehr lange Cooldown hat und ihr braucht eigentlich nur diesen kurzen Smoke, um DDs zu punishen. Das ist jetzt auch mein Plan, weil ich wollte ja über dieses B-Cap spielen und wusste, wenn die Hoffmann, die in A offen ist, nicht da ist, dass ich das auch tun kann. Habe ich jetzt entschlossen, hier reinzufahren. Bei der Z52 auf jeden Fall AP-Schießen ist eine absolute Waffe. Ihr seht hier, wie viel Damage ich auf die Yamagiri hier mache. Drücke ihn auch gleichzeitig vor durch mein Hydro. Das heißt, er kann nicht zugehen und fahre jetzt auch auf ihn drauf. Weil ich mich mit dem Hydro hier sehr, sehr sicher fühle, weiß, ich kann das Ganze hier riskieren. Man muss auch gucken, wer kann auf euch schießen. Die Jobs von der Gulden sind jetzt ein bisschen nervig, weil ich die dodgen muss und dadurch nicht direkt drauf fahren kann. Aber ihr merkt schon, ich fahre da jetzt rein. Ich will den Kill unbedingt und weiß, großartig gepunished werden kann ich hier nicht wirklich. Und hier ist auch wieder der große Vorteil, ich kann sofort meinen Smoke ziehen und zugehen. Wie gesagt, sehr geil bei der Z42 hier dieser zusätzliche Smoke, der dafür sorgt, dass ihr aus solchen Engagements auch immer gut rauskommt im Zweifelsfall. Und gerade mit dem Hydro könnt ihr dann auch mal die Ds spotten, die ihr normalerweise nicht spotten würdet. Hab den Contest jetzt ums B-Cap gewonnen, kann mich, ich sag mal so, ein bisschen ausruhen und in Ruhe das Cap holen. Harrier ist gerade auch kein Problem. Der könnte unangenehm werden. Gerade in dem Moment, wenn ihr halt jetzt so im Zentrum seid, da seid ihr sehr, sehr Crossfire anfällig. Und wenn ihr euch da spottet, wird mit Sicherheit unangenehm. Nach erfolgreichem Cappen des B-Caps habe ich mich entschieden, Richtung C zu fahren, um da Druck aufzubauen, um da auszuhelfen und das C-Cap zu holen. Wir haben da noch eine Kita Kase im Gegnerteam. Mein Smoke ist auf jeden Fall ready, mein Hydro noch nicht. Das ist auch das Einzige, wo ihr so ein bisschen drauf achten müsst, auf das Timing eures Hydros, dass ihr das im richtigen Moment dann auch spielt.
wenn es eine Torpedo-Bedrohung gibt, wenn ihr wisst, ein DD ist in der Nähe und ihr müsst dann gegen den vorgehen. Für mich ist der Vorteil, ich habe eine Salem als Support, ich habe eine Kita-Kase als Support, also ich kann da wirklich sehr viel machen und ich kann auch mal im Notfall den Zwischennebel ziehen, um vielleicht auch die Hannover zu fahren. Also die Flexibilität ist mit der Z42 auf jeden Fall gegeben. Sie ist ähnlich wie bei der Daring, also wenn ihr Daring-Enjoyer seid, ist die Z42 für euch eine gute Wahl. Ist ein Stahlschiff, sollte man sich auch wirklich nur holen, wenn man DD-Spieler ist oder alle Schiffe hat. Oder wenn man halt, wie gesagt, gerne die Daring oder auch gern Z52 spielt, weil die Z42 spielt sich wie ein Hybrid aus Daring und Z52. Wir haben uns das nächste Cap geholt, läuft soweit ganz gut. Schiffstechnisch sind wir auch vorne, das passt soweit. Damage ist jetzt nicht überragend, aber wie ich ja immer in diesen Videos sage, zur Z52 oder jetzt auch zur Z42, ihr seid nun mal ein Cap-Contester. Ihr versucht da zu spielen, wo die Gegner-DDs sein könnten, um die da zu zonen. Klar könnt ihr farmen, wenn es die Situation zulässt, aber ich bin der Meinung, man versucht mit diesen DDs auf den Win zu spielen und deswegen nah an den Caps und dann in die Gunfights mit den DDs. B wird jetzt gecapt, das ist für mich das Zeichen, okay, da muss was drin sein, wahrscheinlich die Hoffmann und deswegen ziehe ich meinen Hydro. Zum einen wegen den Torps und zum anderen, um im richtigen Moment leicht das Spotting zu bekommen. Hab jetzt hier den Vorteil, dass ich mit dem Hydro ihn spotted halten kann. Er hat auch Hydro, das wird er wahrscheinlich gleich ziehen. Oder er hat es auf Cooldown, jetzt kommt's, aber jetzt ist es zu spät, jetzt habe ich ihn schon abgeholt. Also ihr seht, wie schnell mit AP ihr da Schiffe punishen könnt. Kleiner Nachteil ist, euer HE durch das kleine Kaliber pennt nicht wirklich so viel. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ich blende euch jetzt hier nochmal den HE-Pen von der Z42 ein. Nachdem wir jetzt das B und das C-Cap geholt haben, verteidigt haben, heißt es jetzt nochmal zu schauen, dass wir ein bisschen Damage auf die Uhr bekommen. Das war der Plan. In dem Game muss man auch sagen, war der Carrier immer wieder ein bisschen auf mir drauf. Das war schon nervig, weil ihr als DD ja gern unspotted sein wollt, um in die richtigen Positionings reinzukommen. Und wenn euch da häufig der Carrier spottet, geht so ein bisschen das Überraschungsmoment verloren. Das ist immer ein bisschen schade. Wir haben jetzt das Glück, dass wir auf der Flanke noch 3 schöne BBs haben, die relativ voll sind, wo man gut Damage machen kann. Und ihr seht, ja, der Carrier ist nervig. Er kommt mit AP-Bombern, das ist ein bisschen mein Glück. Die machen nicht so viel Schaden. Aber trotzdem ist halt nicht so euers. Ne? Ihr wollt gemütlich euer Game spielen und dann nervt der Carrier schon enorm. Ich habe jetzt versucht, mit AP auf die Aufbauten zu schießen. Problem ist, wenn ihr nur die Türme trefft, macht ihr nicht wirklich Schaden. Das ist ein Problem. Wäre hier auch möglich, auf HE zu wechseln und versuchen, hier Brände zu legen. Wäre auch eine gute Alternative gewesen, um hier noch vielleicht den ein oder anderen Damage-Punkt mehr zu erzeugen. Ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr den Lytjens frei habt, packt den drauf. Ihr habt ja schon gesehen, der hat ein paar Perks dabei, die euch das Gameplay mit der Z42 enorm erleichtern. Werde ich dann aber im How-to-Build auch nochmal genauer drauf eingehen.
Ihr seht, ich gebe auch immer wieder Flak-Support, um hier Damage von meinen Teammates runterzunehmen. Problem ist jetzt nur, dass ich hier die Kase in der Broadside habe, der mich jetzt hier wieder beschießt. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich ziehe hier meinen Smoke und versuche zuzugehen. Er ist ja spotted, weil er geschossen hat. Hier noch ein bisschen Damage in ihn reinzubekommen. Ist aber auch schon wieder auf dem Heimweg, deswegen ist immer schwierig, DDs auf Max Range wegfahrend auch dann wirklich konstant zu hitten. Wir kriegen trotzdem nochmal einen Brand auf ihm, den er aber leider dann doch diensten kann. So, in dem Moment habe ich mich dafür entschieden, jetzt auch mal HE zu schießen, um Brände zu kriegen, um meinen Damage hier so ein bisschen zu erhöhen. Vertrieb fängt jetzt auch wieder an zu bremsen und wieder zu reversen. Hier hilft mir auch nochmal der Ampelmod vom S-Lane Modpack sehr gut aus. Damit sieht man halt, ob der Gegner vorwärts, rückwärts oder auch steht. Könnt ihr auch über den Schornstein sehen, wenn die Schornsteine nach links, rechts oder mittig stehen, könnt ihr das dann auch für euch predikten. Hier gibt es hier ein paar schöne Brände, auch nochmal ein bisschen Damage. Ist dann ganz angenehm, wenn man sein Damage hier nochmal ein bisschen hochschrauben kann. Und kriegt jetzt auch noch den Kill. Haben jetzt hier noch die Yamato. Hier habe ich gehofft, dass der vorfährt, dass ich ihm ein paar Torps einverleiben kann. Aber hier sollte man nicht übersehen, dass die Patrie dieselbe Idee hat, bloß dass er unten lang fährt, um ihn da breitseitig zu punishen. War sein Plan. Also könnte für mich auch noch relativ knapp werden, ob ich hier noch Damage bekomme. Hab mich jetzt entschlossen, nochmal AP zu schießen hier in die Schnauze. Dann macht er nämlich schöne Fullpens und da gibt auch der Damage gut was her. Aber die Patrie war schneller und hat sich den Kill dann noch einverleibt. Wir haben die Runde jetzt mit ziemlicher Sicherheit gewonnen. Und ich schaue jetzt noch, dass ich ins A-Cap komme. Vielleicht kann wir hier noch das dritte Cap uns einverleiben. Und damit bei allen 3 Caps beteiligt gewesen zu sein. Perfekt, haben es noch reingeschafft und kriegen auch noch das dritte Cap, bevor die Zeit abläuft. Damit hüpfen wir auf den Endscreen. Da sehen wir haben 3 Kills gemacht, 2 DD-Kills. Genauso soll es sein, finde ich, mit der Z, dass man da an den Caps die DD-Kills holt. Wir haben die 3 Caps geholt und auch noch ein bisschen Schaden gemacht. Schadenstechnisch war es jetzt nicht die überragende Runde, muss man auch sagen. Mir ging es hier vielmehr darum zu zeigen, wie kann man seine Z42 spielen, wo ist sie gut aufgehoben. Klar gibt es Faktoren, die das Gameplay nochmal passiver gestalten. Wenn ihr im Gegner-Team Radarschiffe habt, könnt ihr euer Hydro vielleicht nicht so ganz ausspielen. Habt das so ein bisschen im Auge, aber wenn ihr merkt, ihr habt ein Matchmaking, wo ihr aggressiv agieren könnt, versucht das. Ich garantiere euch, eure Gewinnchancen werden deutlich höher sein, wenn ihr in den ersten 2-3 Minuten gleich mal einen DD killt. Und das geht mit einer Z42 mit AP sehr, sehr gut, wenn er Breitseite steht. Schauen wir noch auf die Teamwertung. Hier haben wir 2-4 Base, also auch eine solide Runde. Ja, man sieht, was so ein bisschen Cap, ein bisschen DD-Killen an Punkten einbringt. Wir haben auch viele Flugzeuge abgeschossen. Sollte man auch nicht vergessen. Ich hoffe, euch hat dieses How-to-Play-Video zur Z42 gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like.
beziehungsweise einen Kommentar da, wenn ihr Fragen zum Schiff habt. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns dann im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Vielen Dank fürs Reinschauen. Die Mütze ist raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.